Hallo, liebe Freunde. Dürfen wir euch jemanden vorstellen? Das ist ein Mädchen namens Dea. Sie ist 6 Jahre alt. Und neben ihr ihre plauschige Freundin, das Hamstermädchen Maria. Heute laden sie euch zu ihrer allerersten Reise ein. In dieser Folge erfahrt ihr, wer Maria ist, wo sich der höchste Wasserfall Deutschlands befindet und was sich in einem zauberhaften Kuckucksuhrengeschäft verbirgt. Ihr besucht das Instagram-Museum Triberg Fantasy, taucht ein in die Geschichte des Schwarzwalds und landet im Miniaturkönigreich Tribergland. Das ist unser allererstes Video auf diesem Kanal und Maria und wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen. Gebt uns ein Like, schreibt einen Kommentar und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr kein Abenteuer verpasst. Und wenn ihr auf die Glocke klickt, verspricht Maria, eure Socken nicht anzuknabbern. Na dann, los geht's, der Reihe nach. Maria ist 6 Monate alt. Sie ist klug, verspielt und unglaublich neugierig. Sie lebt in einem großen Käfig. Manchmal wirkt es, als wolle sie ausbrechen. Aber nein, sie schärft nur ihre Zähnchen. Die wachsen bei Hamstern nämlich ständig. Maria und Dea sind unzertrennlich, echte Freundinnen. Sie spielen zusammen, reden miteinander, wachsen und entdecken diese wunderbare Welt. Übrigens, Marias Lieblingssnack ist Erdnuss. Aber sie isst ihn auf Hamsterart. Erst wird der ganze Mund voll gestopft und dann in Ruhe und Gemütlichkeit wird im Versteck geknabbert. Maria ist ein echter Wirbelwind, immer in Bewegung, immer auf Entdeckungstour. Darum haben die beiden beschlossen, Zeit für unser erstes großes Abenteuer. Und dann kommt der große Tag. Dea packt alles ein, was Maria braucht. Ein weiches Kissen, frische Karotte, Lieblingsnüsschen und spezielles Futter. Ab jetzt beginnt ihr spannendes Abenteuer. Sie reisen in den Südwesten Deutschlands, ins Herz des geheimnisvollen Schwarzwalds. Ihr Ziel? Das Städtchen Triberg. Dort steht der höchste Wasserfall Deutschlands. Er ist ganze 163 Meter hoch, aber dazu gleich mehr. Bleibt bei uns, es wird spannend. Und abonniert gern, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mitten in dem kleinen deutschen Städtchen gibt es einen ganz besonderen Ort. Ein Uhrenladen, wie aus dem Märchen. Kein Wunder, es ist der berühmteste und meistbesuchte Kuckucksuhrenladen in ganz Deutschland. Das Erste, was man sieht, wenn man näher kommt, eine Bärenfamilie auf dem Dach. Sie bewegen sich wie durch Zauber, jede Stunde. Ein kleiner Bär schaukelt fröhlich, Papa Bär repariert Uhren und nickt dabei und Mama Bär winkt den Besuchern zu, als wolle sie sagen: »Hallo, kommt rein zu uns!« Ein anderer Bärenjunge klettert aufs Dach, trägt eine Kuckucksuhr auf dem Rücken, als wolle er sie ganz hoch hängen, damit die ganze Stadt sie sieht. Drinnen fühlt es sich an wie im Märchen, als wäre man in einer Welt, wo die Zeit nicht nur tickt, sie singt, sie tanzt und erzählt Geschichten. Alles ist handgemacht,
aus Holz, das nach echtem Wald duftet. An den Wänden hunderte Kuckucksuhren. Manche riesengroß, manche winzig klein, wie kleine Feenhäuser. Uhren mit Balkonen, auf denen Tänzer erscheinen, Mühlen, die sich wie durch Zauberwind drehen und natürlich die Kuckucke, die fröhlich rufen: Kuckuck, Kuckuck. Hier dürfen Kinder ganz nah ran, zusehen, wie das Uhrwerk tickt, die Zeiger drehen und erleben, wie die Uhr lebendig wird. Wenn du je davon geträumt hast, in ein Märchen zu reisen, dieser Ort ist genau dafür gemacht. Denn hier ist jede Uhr eine kleine Zaubergeschichte. Und die Bären auf dem Dach, echte Helden des Schwarzwalds. I am the Black Forest Clockmaker and would like to wish you a good day. Come in. Kommen Sie und bestaunen Sie die herrlichen Uhr der Welt. Und jetzt ist es Zeit weiterzuziehen. Zu einem der größten Wunder des Schwarzwalds. Zum Wasserfall, dem höchsten in ganz Deutschland. Dieser Wasserfall liegt in einem großen Naturpark. Der Eintritt kostet 8 €. Aber glaubt mir, es lohnt sich wirklich. Man steht sofort zwischen hohen Tannen und Fichten. Der dichte Wald umarmt euch von allen Seiten. Und die Luft so rein, als würde man Märchen einatmen. Schon im Jahr 1800 kamen Reisende hierher. Könige, Fürsten und ihre Familien. Damals gab es keine Autos, keine Handys, aber der Wasserfall war schon da. Er und Maria stehen nun ganz unten, am Fuße des Wasserfalls. Hier machen sie eine kleine Pause und genießen die ersten magischen Momente ihrer großen Reise. Der Wasserfall ist 163 Meter hoch. Das ist wie ein 50-stöckiges Haus. Er besteht aus 7 Kaskaden, über die das Wasser tänzelt, springend von Stein zu Stein wie über kleine Stufen. Wir steigen weiter nach oben, über diese kleine Brücke. Schaut euch das mal an. Ganze 650 Liter Wasser stürzen hier jede Sekunde nach unten. Könnt ihr euch das vorstellen? Das sind 3 volle Badewannen pro Sekunde. Es ist einfach magisch. Man könnte ewig hier stehen und diesen Anblick genießen. So wunderschön ist es. Aber wisst ihr, was spannend ist? Früher war dieser Wasserfall nicht nur ein schöner Ort. Schon im Jahr 1884 nutzte man seine Kraft, um die erste städtische Elektrizitätszentrale zu betreiben. Ja, direkt mit Wasser. Der Fluss trieb große Räder, sogenannte Turbinen, an und diese erzeugten Strom. Dank des Wasserfalls leuchteten in Triberg zum allerersten Mal elektrische Laternen. So hat die Natur den Menschen geholfen und das Wasser brachte nicht nur Freude für die Augen, sondern auch Licht auf die Straßen. Während unsere kleinen Abenteurer neue Kraft sammeln, laden wir euch ein, mit uns einzutauchen in die Magie der Natur und diesen Zauber zu genießen.
Unsere Reise geht weiter. Wir steigen nun wieder hinab, denn es gibt noch so viel zu entdecken. Und fast alles in Triberg schließt schon um 5 Uhr. Merkt euch das. Triberg ist eine sehr alte Stadt, gegründet im 13. Jahrhundert. Und obwohl hier nur rund 4000 Menschen leben, kommen jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt. Unser nächster Halt, das Triberg Fantasy Museum. Wenn ihr schon ein Ticket für den Wasserfall habt, ist der Eintritt hier kostenlos. Aber das ist nicht nur ein Museum. Es ist eine magische Welt voller Fotospots und märchenhafter Kulissen. Perfekt für Fotos und Videos. Und da ist auch das Schwarzwaldmuseum. Hier taucht man tief ein in die Geschichte und das Leben dieser geheimnisvollen Region. Man erfährt, wie die Menschen vor 100 oder sogar 200 Jahren im Schwarzwald lebten. Zuerst betritt man einen Saal mit alten Musikinstrumenten. Hier sieht man, worauf die Menschen damals spielten. Von riesigen Drehleiern bis zu seltsamen Pfeifen und Trommeln. Es gibt ein echtes altes Schwarzwaldhaus, eine originale Küche und sogar eine Werkstatt, als wären die Bewohner gerade mal kurz draußen. Und natürlich Kuckucksuhren. Hier könnt ihr sehen, wie sie in Handarbeit hergestellt werden und wie die Kuckucke fröhlich zu jeder vollen Stunde herausrufen. Im Museum findet ihr auch die Kostüme vom Fastnet-Fest. Das ist ein regionaler Karneval mit bunten und manchmal auch gruseligen Masken. Er findet jedes Jahr zwischen Winterende und Frühlingsanfang in vielen Schwarzwalddörfern statt und lebt bis heute weiter. Und weiter geht's. Nun besuchen wir Tribergland. Eine Miniaturwelt. Und übrigens, im selben Ticket mit drin. Hier seht ihr winzige Häuser, Eisenbahnen, kleine Autos, Bäume und Berge. Alles bis ins kleinste Detail. Züge rasen durch Täler, Autos fahren durch Ministraßen
Und im Wald verstecken sich kleine Geheimnisse. Man fühlt sich wie ein Riese in dieser winzigen Welt. Das ist keine normale Ausstellung. Das ist ein Abenteuer zum Entdecken, Staunen und Mitmachen. Im Winter gibt es hier das Festival Triberg Winterzauber. Der ganze Wald und der Wasserfall werden mit Millionen Lichtern geschmückt. Und am Abend wird es ganz besonders märchenhaft. So war sie, unsere erste große Reise. Das ist unser allererstes Video auf diesem Kanal und Maria und wir würden uns riesig über eure Unterstützung freuen. Wenn euch die Reise gefallen hat, gebt uns einen Like. Das motiviert uns für neue Abenteuer. Schreibt einen Kommentar. Was hat euch am meisten gefallen? Abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Danke, dass ihr mit uns auf Reisen geht. Bis zum nächsten Mal. Es wird noch spannender. Und vergesst nicht, jede Reise ist ein Märchen. Und das Zauber beginnt mit dem ersten Schritt.